Es gibt eine neue Farbe bei Easy, die gucken wir uns heute mal an. Opalgrün. Und Lucien, du hast gesagt, die Farbe müssen wir unbedingt ins Fernsehen bringen. Ja, hi Sven. Sie gefällt uns von allen Farben fast noch am besten, aber es ist natürlich Geschmackssache. Also ist eine richtig coole Farbe, die es jetzt seit 23 gibt, das Opal Green. Ja, so ein bisschen kenne ich aus England. Da hast du ja oft diese Grünen im Rennsport, die irgendwie reinkommen. Aber es geht so einen Ticken ins Blaue rein. Genau, es ist ein bisschen schon blauer. Du meinst dieses British Racing Green, was man so ja auch von einer etablierten alten englischen Automarke kennt, ne? Aber das ist tatsächlich noch mal ein bisschen anders hier. Willst du mir außer der Farbe noch was zeigen? Klar, also das ist das XXL-Modell der neuen 23er-Serie. Das heißt, wir haben hier auch schon das Best 3-System und andere Pedale und Griffe. So, Pedale, Griffe. Vielleicht fangen wir mal an, Basic, weil wir beide haben uns ja vor kurzem noch beömmelt, wo wir gesagt haben, Tobi, ein Schönheitswettbewerb gewinnt's nicht, aber es verkauft sich wie geschnitten Brot. Warum? Was denkst du? Ich denke halt, es sind vor allem die Fahreigenschaften. Gut, Schönheit ist Geschmackssache. Ich finde tatsächlich die klassischen Modelle, also jetzt nicht die XXLer, finde ich von der Optik ein kleines bisschen gelungener vielleicht, einfach weil die Proportionen ein bisschen stimmiger wirken. Das da ist eins, oder? Genau, das Rote ist eins. Ist einfach von der Formsprache, finde ich, ein bisschen schöner einfach. Aber ich meine, das sind Kompakträder, die sich fahren wie große Trekkingräder. Sie sind super steif, du kannst in die Kurve fahren, wie du willst. Trotzdem sind sie natürlich wendig mit einem 20 Zoll Reifen, aber ja, es fährt sich halt wie ein richtiges Fahrrad. Ja, es gibt so einen Grundsatz in der Fotografie, die beste Kamera ist die du dabei hast. Ja, genau. Ist wirklich so, weil was nützt dir eine große Vollformat-Spiegelreflex, wenn du sie nicht dabei hast? Aber das Handy hast halt immer dabei, deswegen ist die beste Kamera die du dabei hast. Das beste Fahrrad ist das, was du dabei hast. Und das hier kannst du halt überall mitnehmen. Vielleicht kommen wir nochmal wirklich auf die Pedale zu sprechen, weil der Unterschied ist wirklich, in diesen neuen Pedalen kosten 60 Euro, kann man nachrüsten. Die sind sehr einfach zu bedienen und sie sind sehr breit. Ja, also die sind wesentlich besser von der Beschaffenheit wie die älteren Easy-Pedale oder Klapppedale, weil die halt einfach hier satteres Einklicken haben. Wenn du das mal so das Mikro hinmachst, ne? Okay. Und es ist halt auch größer. Das heißt, gerade für Leute im XL-Rahmen. Der Mechanismus ist auch stark verbessert worden, Ja, er klappt des Einkloppens. Ja. Genau. Das heißt, sie sind sehr stabil, verhalten sich wie normale Pedale. Genau, sind verwindungssteifer. Und auch schwerere Menschen, die mehr Druck drauf geben, die werden merken, dass sie dann gar nicht nachgeben. Also die sind komplett Verwindungsfrei. genau. Die Batterie ist ganz neu. Genau, wir haben ja das neue Bosch-System, deshalb haben wir 545 Wattstunden, also quasi 10% mehr, als wir vorher mal bei den Easys hatten. Wie gesagt, kommt halt mit einem neuen smarten E-Bike-System. Wir haben hier auch den Performance-Line verbaut, also mit 75 Newtonmeter. Eigentlich ein Mountainbike-Motor, wenn man so will. Der ist aber stärker jetzt geworden, gell, dieses Jahr. Genau, der ist jetzt 10 Newtonmeter stärker geworden. Haben wir ja schon bei den anderen Modellen so ein bisschen angeschnitten. Sind wir eigentlich ganz froh, dass bei den Easys jetzt auch das Update gekommen ist. So, Easy, hier vorne sieht man es. Tatsächlich werden die konfektioniert in Deutschland, sogar im Saarland. Ja, Klein-Plittersdorf werden sie gebaut, oder? Nee, momentan ist jetzt das neue Werk in dem Kettlerwerk in St. Ingbert. Vorher war es ja Hannweiler, ne? Und alles Saarland. Alles Saarland, ja. Genau. Also, liebe Leute, es gibt auch Sachen, die aus dem Saarland kommen, die nicht wurstmäßig sind. Ja. Kein Fleischkäse weg oder so irgendwas, sondern auch Fahrräder. Und die Klingel ist auch neu, zeig mal. Ja, genau, die haben ja vorher diese Schnecke gehabt als Klingel. Jetzt hat man hier diesen verstellbaren Klingelkörper, der in jedem Winkel, wie man es gerne hätte, einstellbar ist. Und dann kann man da schön klingeln. Ne? So, Best 3-System, auch das ist neu mit dem neuen Entuvia-Display. Genau, Entuvia 100, schön clean. Ich habe hier kaum Ränder noch. Steht alles drauf, was man braucht. Uhrzeit. Abnehmbar, genau. Ja. Ich habe hier auch die Kadenz von der Trittfrequenz stehen, die Motorisierung in so einem Balken, in der Balkengrafik. Ich sehe, ich kann hier durch. Ist das auch beleuchtet eigentlich abends? Kann man das sehen? Das ist beleuchtet, genau. Warte mal, er nickt. Genau, ich nicke. Jedes Mal, wenn du das Bedienfeld bedienst, wird kurz das LCD-Display beleuchtet.
Der Vorteil ist natürlich von dem anderen, dass es immer beleuchtet. Das hier wird dann nur beleuchtet, wenn du das Bedienfeld bedienst. Das heißt, wenn du wissen willst, was ist, drückst du einfach irgendeine Taste und dann geht's an. Genau, machst mal kurz Unterstützung aus, dann siehst du, wie schnell du bist. Sehr schön. Ja, dabei ist bei den XXL-Modellen immer dieser Frontloader. Genau, also du hast hier so eine Clickfix-Aufnahme, da lässt sich schön eine Laptop-Tasche beispielsweise reinklicken oder ein ganz normales Körbchen, was man eben haben möchte. Clickfix ist so ein Hersteller, muss man dazu sagen, wer das noch nicht gesehen hat. Ich glaube, einer der bekanntesten Hersteller, die haben so ein riesen Zubehörprogramm. Du magst mal irgendwas holen von Clickfix? Ja, da muss ich ins Kompaktrad rein. Endlich sind wir los. Die Nervensäge. Nee, war Spaß. Geht schon mal kurz rein. Dass wir das mal zeigen, dieser Frontloader ist ja praktisch. Sie werden ganz oft als Firmenfahrrad verwendet, weil sie eben so dynamisch einstellbar sind. Zeig mal, hier vorne ist ein Speedlifter, kommt übrigens auch im Saarland, ist da entwickelt worden. Und dieser Speedlifter erlaubt es also, dass man ohne Werkzeug alles verstellen kann. Genau, also du kannst ganz schnell mit einem Handgriff kannst du die Höhe verstellen. Das ist ja auch so ein bisschen mit das Wichtigste mit der Sattelhöhe, damit du es auf jede Größe einstellen kannst. Und wir haben den Speedlifter Twist, das heißt, du kannst hier das Säbelchen hochdrücken und kannst dann den Lenker auch eben 45 Grad drehen, hast eine schmale Silhouette, kannst das Rad super verstauen. Ja, wir können das ja mal gleich zeigen. Wenn du mal gerade den nochmal eindrehst, den Lenker in die Transportposition, jetzt mal die Klickpedale einklappst. Mach mal bitte. So, auch das geht sehr schnell. Und jetzt mal das Fahrrad einfach mal hinlegst auf dieses Podest. Dann sieht man sehr schön, man hat eine sehr schmale Silhouette, die ist vielleicht so groß wie ein DIN A4-Blatt. Ich glaube, am besten siehst du es noch von der Seite. Einfach mal hinlegen auf den Ständer, da können wir das mal einfach mal sehen. Weil nämlich normalerweise wäre jetzt hier das Pedal wäre jetzt im Weg. Und alles, was man jetzt sieht, ist wirklich das hier. Und das wäre so eine typische Position jetzt in einem Kombi oder sowas drin, wenn du es einlädst oder in einem SUV. Mittlerweile ist unser Showpraktikant Lucien schon wieder da. Ich wollte sagen, jetzt kommt es mit Elton. So. Ja, also ich habe mehrere Taschen, welches Design welche haben. Ich habe jetzt mal einfach die zwei. Egal, wir machen mal alle drauf. Das hier ist eher so diese, wie nennt sich das? Freiz. Die haben ja immer abgefahrene Namen dafür, diese Stofftasche, das ist mehr so wetterfest. Muss aber nicht easy sein, da passen alle Clickfix. Ja, genau. Aber und dann klickst du das hier so rein, da steht diesen Mount, ne? Muss ich gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Gibt es überhaupt noch deutsche Wörter? Du hast den Mount das beim machen Frontloader. Ja, so ist das halt. Ne? Wenn du in der Branche bist und auf den ganzen Messen bist, dann hast du immer die internationale Vorstellung, da gewöhnst du dir den Quatsch natürlich schnell an. Der Frontloader mit dem Mount. Genau. Aber ich glaube, der Mount funktioniert nicht. Die Halterung. Aber es ist ja so, wir sind ja in Europa. Englisch ist ja nun mal die Normsprache. Soll ja auch. Wer genau hinguckt, sieht eigentlich, dass es Basiltaschen sind. Das sind Basiltaschen. Ja. So, die werden jetzt vorne eingehangen. Ja, Man muss funktioniert. einfach so ein bisschen fester drauf machen. So, dann darfst du es nochmal auf und ab machen, dass man auch sieht, ist es wirklich einfach. Mach's nochmal ab. Ja, die Leute denken jetzt hier, das wäre kompliziert, aber man muss einmal üben. Also das ist die Halterung, die Aufnahme. Ja. So, geh einfach hin und ein bisschen Schmackes. Klappt gut. Ja, geht. Also da wird es eingeklickt. Sieht aber jetzt ganz ehrlich, der ganze Haufen sieht jetzt auf einmal viel schöner aus, finde ich, mit der Tasche. Ja, das ist auch so ein bisschen das Ding von Easy. Also sie haben immer einen ziemlich breiten Katalog, obwohl sich die Modelle noch in Grenzen halten. Also du hast schon viele Varianten, aber eigentlich machst du das Zubehör aus. Du kriegst wirklich alles. Du kriegst sogar eine Blumenvase für einen Lenker. Also alles, was du dir vorstellen kannst. Der kommt schon, Herr Lehrer, ich weiß was. Und das Witzige ist ja daran, du sagst ja, das sieht für dich vielleicht nicht ästhetisch ansprechend aus, aber dieses ikonische Easy-Design mit diesem hoch, runter und dann hier nochmal hoch, ne? Das ist bei vielen, es gibt tatsächlich Easy-Fanclubs, ne, und die machen Easy-Treffen. Willst du dich verarschen? Nee, es gibt einen Guck Easy-Fanclub. mal bei Facebook und sonst wo, da gibt es Treffen jährlich. Und da trotten sich dann die ganzen Easy-Janer zusammen und fahren dann damit. Also das ist tatsächlich von denen, die wollen das so. Deswegen bleibt der auch so in der Optik. Du willst mich jetzt hier verkacken. Nee, das ist kein Witz. Es gibt einen Easy-Fanclub. Mehrere, ja. Mehrere. Und es gibt halt auch diese Easy-Treffen. So, jetzt kommt es noch viel spannender. Jetzt versucht der Tobi. Ah nee, das passt sogar. Ja. Ey, meine Fresse. Ich habe mir gerade eben nämlich überlegt, wie geht der Korb da auf das Fahrrad? Ja, ist halt extra eine Mount. Was? Ja, genau. Eine Halterung, die wunderbar auf den Gepäckträger passt, lässt sich auch noch absperren, dass keiner den Korb klauen kann. Bitte nochmal langsam rauf und runter machen, dass man einmal nochmal sieht. Das heißt, du ziehst hier vorne an dem Teil? Genau, das lässt sich halt auch verriegeln. Hast hier unten so eine Feder drunter, ne? Und das ist der Mechanismus. Könnte ich dann auch
ab. Das heißt, du kannst den Korb mitnehmen zum Einkaufen, zum Beispiel im Aldi und machst dein Zeug einfach hinten drauf und das Zeug ist so gemacht, dass es funktioniert. Und spätestens jetzt finde ich das Fahrrad total cool. Jetzt würde ich auch sofort sagen, ich kauf's. Ja, jetzt kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie es tatsächlich dann in der freien Wildbahn unterwegs ist, wenn es wirklich benutzt wird und nicht nur zum Cruisen. Ja, also so sieht man es tatsächlich auch immer öfter in der Stadt. Hinten ein Körbchen drauf, vorne entweder auch ein Körbchen oder eine praktische Tasche. Ich muss aber kein Sozialseelsorger oder Studienrat sein, um so ein Easy zu fahren. Das fahren mittlerweile auch normale Leute. Ja, das fahren hauptsächlich sogar die normalen Leute, würde ich sagen, die nicht unbedingt irgendeine Prestigekarre brauchen, um dann zum Café zu fahren oder Ist so. ja oft so in Berlin, da hast du ja dann diese Lastenräder, dazu kommen wir gleich noch, wo die Kids dann spazieren gefahren werden, die dann irgendwie 5 Quadratmeter Platz wegnehmen. Das hier ist genau das Gegenteil. Noch viel kleiner, dann hast du sehr viele Möglichkeiten, das Fahrrad anzubinden. Das finde ich auch sehr interessant. Also, dass du mit einem ordentlichen Schloss einen Rahmen, also nee, hier hinten so ein Ja doch, du hast recht, das ist ein Rahmenschloss. Rahmenschloss. Und dann kann ich mit einer Satteltasche, wo die Kette drin ist, das Ding noch an einen immobilen Gegenstand fest was? An einen Gegenstand, der fest verbaut ist. Laternenpfahl. Ja. Zaun, Poller. Poller. Okay, verstanden. Das kannst du festmachen. So, kommen wir nochmal auf die Basics. 180 Kilo Gesamtsystemgewicht zugelassen. Wir haben eben einen Test gemacht, den werden wir jetzt nicht wiederholen. Da hat der Tobi dich gefahren. Genau, Du warst das Kind. Ja, eine andere XXL-Version mit einer E5-Schaltung in dem Komfort-Kit, wo halt noch gekröpfterer Lenker und Sattelstütze war. Was krass ist, du wiegst 70 Kilo, du hast dich hinten auf den Gepäckträger gesetzt. Schon, ja. Wie früher, muss man sagen, Haltbarkeit, der hat sich nicht verbogen, nichts. Nee, das war super, ja. Ja, offiziell ist er eigentlich nur zugelassen für irgendwie um die 20, aber punktuelle Belastung, also wenn da mal die Tochter mitfährt hinten, da passiert erstmal nichts, oder? Ich glaube, da passiert jetzt so schnell nichts, nee. So, also das ist vielleicht wichtig. Drehbarer Lenker, dann die Schaltung Enviolo, das ist stufenlos, die gibt es auch billiger. Das wäre dann die Nexus, aber die Enviolo gern genommen. Genau, also es sind so ungefähr 200 € Aufpreis, die man zahlt für die Enviolo, also jetzt von der Nexus ausgegangen. Und das sind Welten dazwischen. Also bei der 5-Gang Nexus, klar, die reicht für die allermeisten Verwendungszwecke völlig aus. Aber die Enviolo ist halt wirklich so ein bisschen, ja, die Schaltungsrevolution im Trekking-Bereich. Ist genauso ein tolles Erlebnis wie eine Rohloff, aber ist halt viel, viel günstiger noch. Ne? Ist hier ein Fernlichtschalter? Genau, Hat der Fernlicht? immer. Die Easys haben immer Fernlicht. 22. Automatisch abblendend. Oder? Nee, automatisch abblenden tatsächlich nicht. Lässt sich aber nachrüsten, wenn man es möchte. Das automatisch abblenden. Ja, klar. Fahre ich privat. Und Tagfahrlicht LED. Tagfahrlicht, Abblendlicht, Fernlicht. Kurvenlicht. Okay. Gates Carbon. Ja, der Gates Carbonriemen. Gibt es die Enviolo, gibt es nicht mit Kette, oder? Doch. Gibt es auch mit Kette? Ja, also es gibt da Hersteller, da kannst du die so konfigurieren. Also wenn sie einen Konfigurator haben, dann kannst du dir auch eine Kette machen, sparst dir auch nochmal 300-400 €, ja. Dann, gut, ich würde auf jeden Fall den Riemen nehmen. Der Vorteil ist, wenn das Ding nämlich irgendwo liegt, dann hast du überhaupt gar keine Wartung, oder, bei dem Riemen? Genau, Riemen praktisch wartungsfrei. Ich habe mal einen gesehen, der hat so knapp 40.000 Lists drauf gehabt. Da hast du schon ein bisschen gesehen, dass das Material spröde wird. Und da war dann so der Punkt langsam erreicht, wo mal so ein Zahn auch durchgerutscht ist. Also 40.000 Kilometer Genau. auf genau. einem Zahnriemen. Jawohl. Okay, gut. Also kann ich verstehen. So, dann fette Reifen, das ist wichtig, Ballonreifen. Ja, wir haben hier den Schwalbe Pickup-Reifen, der ja letztes oder vorletztes Jahr von Schwalbe rausgebracht wurde. 60 mm, also richtig dicke Reifen, die auch viel aushalten. Das heißt, 125 Kilo pro Reifen. genau, Steht drauf. ist eigentlich ein Lastenradreifenmantel. Ne? Und perfekter Reifen für dieses, für dieses Kompaktrad, was ein bisschen mehr aushalten soll. Ne? So, jetzt darfst du es mal runternehmen. Du darfst einmal fahren, du musst den Tobi nicht hinten drauf nehmen. Und zwar bitte mit Tasche fahren, dass wir mal diesen hippen Effekt mitnehmen. Also wenn Sie jetzt mit der Ausstattung, liegen wir ja bei rund 5.000 €, ist schon viel Geld, aber macht der Sache keinen Abbruch. Leute kaufen es trotzdem. Leute kaufen es trotzdem, wenn sie es mal ausprobiert haben. Also es ist tatsächlich so, viele sagen auch erstmal so kategorisch, nee, das ist kein richtiges Fahrrad, möchte ich nicht. Aber wenn sie dann doch bereit sind, Probe zu fahren, ändert sich die Meinung dann doch ganz schnell. Also wenn du drauf sitzt, kriegst du von den kompakten Massen gar nichts mit, oder?
Nee, das fühlt sich tatsächlich an wie ein ganz normales Fahrrad. Hier sogar wie ein richtig gut ausgestattetes. Du hast ja sogar 4 Kolbenbremsen vorne. Also das ist schon, ja, Crème de la Crème. Ihr verkauft übrigens auch Mountainbikes. Naja, klar. Das ist aber eine schwer, wir sind ja hier in der Innenstadt. Aber du würdest sagen, nicht nur für Camping, sondern für den Alltag, für überhaupt alles. Toller Motor. Es gibt das nicht mit Bosch CX, oder? Das Fahrrad? Es gibt auch CX Easys, aber da muss ich echt sagen, ist schon fast ein bisschen overpowered. Also da musst du die 180 Kilo schon fast wirklich draufpacken, dass du den brauchst. Krass ist, du hörst den Motor überhaupt nicht, also wenn er fährt. Das ist der Vorteil natürlich von der Performance Line. Hat zwar 10 Newtonmeter weniger, er fährt jetzt. Ist der Motor an überhaupt? Ist auf Tour an und du hörst ihn gar nicht. Also wenn du durch den Wald fährst, hast du nicht dieses... Genau, der ist richtig, richtig leise. Also finde ich, reicht auch völlig aus für das Fahrrad. Also 75 Newtonmeter, also 10 Newtonmeter weniger wie der CX. Geht sehr schnell. Jetzt muss man sagen, er hat ja 1000 Newtonmeter in den Waden. ja, ich glaube, die brauche ich ja gar nicht unbedingt anzuwenden. Also der zieht richtig stark. Boah, ich warte auf den Tag, wo das erste Mal einer rauskommt. Aber Lucian, du musst hier langsam fahren. Hier ist verkehrsberuhigte Zone. Das stimmt. So. Ich habe keinen Helm an. Ja, der Helm ist ja nicht unbedingt nötig. Das ist ja dann, ja, wir empfehlen grundsätzlich das Anlegen eines Helms, aber es ist ja nicht vorgeschrieben. Das stimmt, ist nicht vorgeschrieben, aber sollte jeder eigentlich machen. So, hast du fein gesagt. So, da sind wir. Ja, was willst du noch sagen? In Stender. Okay. Von Swiss Made, ne? Oder von Plätscher. Ist ja auch mal immer für Leute, die einen ordentlichen Ständer haben wollen. Das Easy XXL Modellvariante 2023 mit vielen neuen Extras. Ihr habt es mitbekommen. Und wenn ihr sowas kaufen möchtet, fahrt zum Easy-Händler eures Vertrauens nach Kaiserslautern. Konrad. Und da ihr jetzt hier so einen Werbewürfel hier hingestellt habt, habe ich es ja relativ einfach. Das Ganze ist in der Glockenstraße 4. Öffnungszeiten montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr. Samstags von 10 bis 15 Uhr. Zack. Genau, und Termine gehen natürlich auch vorher oder nachher, wenn die Leute außerhalb der... Denk an die Öffnungszeiten, weißt du, nur während der gesetzlichen Öffnungszeiten, ansonsten keine Beratung, kein Verkauf. Sag ja. Was? Nee, also es gibt... Du kannst ja nicht hier sonntags einfach einen Termin machen mit Nee, Endkunden. sonntags natürlich jetzt nicht, aber wie gesagt, Leute, wenn ihr irgendwie schwer von weiter weg kommt und Also so, ein bisschen früher zum Beispiel, sagt hier, wollen um Genau. 8 Uhr schon. ja, 8:30, 9 Uhr oder sowas oder mal um 6 Uhr erst, wenn es arbeitstechnisch nicht besser geht. Und Termine generell ist immer besser bei uns, weil gerade in der Saison geht es schon ein bisschen rund. Ja, der Lucian liebt auch Termine feiertags. Tschüss, danke. Nein, sagt er.